Flive-Anime würde gut ankommen. Also ich persönlich denke schon, dass die Flive-IP einen gewissen Wert hat, weil sie halt schon so lange existiert. Also, das Problem mit solchen Sachen ist halt, also ein Anime wäre ein bisschen zu viel. Ich meine, du müsstest das erstmal langsam angehen lassen. Langsam reiten, Cowboy. Ein Full-on-Anime wäre wahrscheinlich too much. Aber die IP an sich hätte an sich schon Potenzial. Aber Gala wagt halt irgendwie nichts in der Richtung leider. Also zumindest habe ich noch nie was davon mitbekommen und ich denke mal, das würde man auf jeden Fall mitbekommen. Das sage ich schon seit Jahren. Die sollten halt Collaborations machen. Wie zum Beispiel, also Thema Anime, sie könnten ja einfach wieder richtige Trailer machen. Also richtige Trailer, wo sie jemanden dafür bezahlen. Mach uns ein 2 Minuten Anime, wobei heutzutage ist es wahrscheinlich schwierig, weil dann sagt jeder, er macht keine AI und alle machen alles mit AI. Wobei das eigentlich, momentan kann man es noch ganz gut erkennen, ob es AI ist oder nicht. Zumindest wenn es komplett mit AI erstellt ist, erkennt man es sofort. Wenn AI nur als Hilfe benutzt wird, dann ist es schon schwieriger. Aber ist ja egal, auf jeden Fall. Ich meine, muss ja kein krasser Trailer sein. Also ich meine, viele Teaser-Trailer, Game-Trailer sind oftmals nur 30 bis 60 Sekunden. Richtig lange, krasse Trailer haben ja eigentlich wirklich nur AAA-Games. Also es muss jetzt ja auch nichts Gewaltiges sein, ne? Könnte man sicherlich mal probieren und wenn man dann sieht, die Resonanz ist extrem positiv, kann man das ja immer wieder ein bisschen weiter spinnen, das Ganze. Aber das Problem ist halt, also wir haben mehrere Probleme, was das angeht. Die IP von Flive ist da und die ist auch stark, aber das Problem ist, dir fehlen halt solche Main Character. Also wenn du wirklich sowas wie Animes machen wollen würdest oder halt auch so andere Collaborations, so Naruto-mäßig und so, da ist ja deine Main Character. Also wenn Naruto irgendeine Collaboration macht, dann hast du Sasuke, Naruto, Sakura, vielleicht noch Itachi, so die bekanntesten Charakter. Ja, und wer ist das bei Flive? Dadurch, dass das Game leider über so gut wie keine richtige Story verfügt. Also es gibt ja bei Flive keinen Main Character. Ich meine, gut, okay, es ist ein Anime, es ist ein MMORPG. Aber das Problem ist halt, du hast jetzt nicht nur kein Naruto, was logisch ist, dass du bei einem MMORPG jetzt nicht unbedingt sowas wie ein Naruto hast oder wie so ein Shonen Main Character. Aber das Problem ist, du hast ja gar nichts eigentlich. Also ich meine, du hast ein paar NPCs, die relativ iconic sind. Ja, aber Alter, du startest ja keine, jetzt mal überspitzt, ne? Du startest ja keine McDonald's Collaboration und dann packst du Boboku auf einen Milkshake drauf. So, das ergibt ja keinen Sinn. Also ich meine, ja, er ist schon relativ iconic, aber damit ziehst du ja erstens kein, also ich meine, Marketing hat ja auch den Zweck, dass die Leute drauf, ich meine, ohne Spaß, könnte ein interessanter Move sein. Habt ihr schon mal Marketing mit einem Charakter wie Boboku gesehen? Eher nicht, da werden meistens die Main Character oder süße Anime-Girls benutzt. Also könnte wieder das Gegenteil bewirken. Die Leute wollen eigentlich was anderes sehen, aber dadurch, dass du sie mit genau dem Gegenteil konfrontierst, als das, was sie eigentlich sehen wollen, werden sie erst recht neugierig, weil sie sich denken, warum ist da ein bärtiger, muskulöser Typ mit Glatze auf meinem Milkshake? Und dann googeln sie und finden etwas über das Spiel heraus, von dem sie noch nie gehört haben. Also in dem Fall wäre es vielleicht sogar wieder der positive, negative Effekt, dass du eben nicht das machst, was jeder erwartet oder was alle anderen machen. So, also nur um ein Beispiel zu nennen. Aber ich denke, das ist so eins der Kernprobleme, warum das halt schwierig ist bei Flive. Weil du, also wenn du jetzt wirklich, wie gesagt, irgendeine Collaboration hättest, wo du halt wirklich nur so 5 Charakter bräuchtest oder so, schwierig. Du könntest halt die Klassen-Artworks nehmen. Die sind ziemlich gut und die kennt eigentlich auch jeder, würde ich sagen. Also dieses allgemeine Blade-Artwork, allgemeines Bill-Poster-Artwork sozusagen. Ja. Aber die haben ja nicht mal Namen. So, also die Artworks haben keinen Namen. Das ist halt, also ja, der Name ist Blade Ranger und so weiter, aber ja, schwierig. Also ich denke, wenn sie das wirklich machen wollen würden,
wäre es nicht schlecht, wenn sie vorher noch eine neue Questreihe machen würden, wo nochmal Main Character reintroduced werden, auch mit neuem grafischen Overwork vielleicht. Also Shade und Rises wäre halt sowas. Aber ehrlich gesagt, bei Shade weiß man, glaube ich, nicht mal, wie sie aussieht. Also weiß man schon, aber die ist ultra hässlich. Und bei Rises weiß man nicht, wie sie aussieht. So ist es, genau. Rises weiß man nicht, wie sie aussieht. Die hat man noch nie gesehen in dem Spiel. Also das wären so die Main Character theoretisch von Fly, Shade und Rises. Aber, wie gesagt, die eine ist ultra hässlich, die hat so ein Clownskostüm an. Und die andere ist, unbekannt, theoretisch. Also, das würde ich sagen, sind so die Kernprobleme. Die du da hast. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt mit einer anderen Brand zusammenarbeiten würdest, würden die ja fragen, okay, und wie stellt ihr euch das vor? Also, was übernehmen wir von euch, was übernehmt ihr von uns? Und genau dann, was sagst du dann? Ja, unsere Main Character sind, wer sind unsere Main Character? Ja. Moment mal, warte mal. And that's the problem. Also würde ich jetzt sagen. Also, gibt vielleicht noch viele weitere Probleme, aber jetzt nur mal so ganz oberflächlich, denke ich mal, wäre das halt schon der erste Punkt, wo man irgendwie so ein bisschen scheitern würde. Buff Pang. Ich meine, der Pang ist ziemlich iconic, ja. Aber das ist halt so ähnlich wie Boboku. Das ist halt keine Figur, mit der du jetzt wirklich hausieren gehst. Das ist das gleiche wie mit Boboku. Hat Wiedererkennungswert? Yes. Definitiv. Die Post, der rote Briefkasten. Einfach der rote Briefkasten. Hey, was ist das auf deinem Milkshake? Ist das ein roter Briefkasten? Yeah. Oh, okay. Also, oh, okay. Warum ist denn da ein roter Briefkasten auf deinem Milkshake? Vielleicht könnte Game überarbeiten, dann Marketing verbessern oder ans deutsche Markt anpassen. Vielleicht kommt der Marketing super in Südkorea an, dann Kurzgeschichten rausbringen, Lore vertiefen, dann Anime. Wie gesagt, Gerka, das sage ich seit Ewigkeiten. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Vor allem halt mit dem Hintergrund, dass es ja trotzdem viele Leute kennen. Ich meine, die häufigste Nachricht, die ich auf YouTube bekomme, heute tatsächlich nicht, aber es ist eigentlich fast täglich. Wow, ich habe seit 10 Jahren nicht mehr gespielt. Wow, ich habe das letzte Mal 2007 gespielt. Wow, ich habe das letzte Mal 2010 gespielt. Wow, ich habe das letzte Mal 2012 gespielt. Also es gibt Millionen von Menschen, die das Spiel kennen und zumindest die Generic Monster kennen, die es halt schon immer gab und so, die auch das Logo jederzeit sofort erkennen würden und so. Also davon gibt es Millionen. Allein in Deutschland, aber natürlich auch auf der ganzen Welt. Also zu sagen, es hätte kein Potenzial, wäre auf jeden Fall Hater-Shit. Aber dieses Potenzial müsste man halt richtig einsetzen. Und Gala hat jetzt nicht die finanziellen Ressourcen, um da einen Fehler nach dem anderen zu machen. Also so eine Marketingkampagne kann ja auch ganz schnell sehr viel Geld kosten. Was wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum sie es quasi nicht machen. Nicht mal probieren. Angst, zu viel Geld zu verschleudern wahrscheinlich.
No Download, no Stress. Ja, mit diesem AI-Slop, das kostet dir halt so gut wie kein Geld im Vergleich zu einer richtigen Marketingkampagne oder Strategie. Ja. Weil ich glaube halt auch einfach, dass die Leidenschaft da fehlt. Also wer auch immer da diese Entscheidungen trifft oder dafür verantwortlich ist, die haben halt einfach keine Leidenschaft. Was halt eigentlich auch so crazy ist. Also ich finde bei solchen Sachen, also ich finde in solchen Positionen, weiß nicht, als Unternehmer müsste es doch eigentlich eine relativ leichte Entscheidung sein, oder? Also ich meine, vorausgesetzt, du bist halt schon in der Position, wo du über sehr viel Kapital oder Budget verfügst. Aber ich denke mir halt so, wenn ich jetzt will, dass jemand richtig geiles Marketing macht, das mir im besten Fall Millionen einbringt, oder halt Millionen von Spielern und dadurch dann Millionen von Euro, sozusagen, dann würde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich sage, hier hast du dein Grundgehalt, das ist nicht allzu krass, aber es ist halt das normale Gehalt einfach. Und dann gibt es halt einen Bonus. Und dann lege ich halt Boni-Ziele fest. Dann sage ich, wenn du es schaffst, dass der Beitrag viral geht, pipapo, hier und da, was weiß ich was, so und so viele Aufrufe, so und so viele Likes, Kommentare, oder wenn du es schaffst, einen Brand-Deal innerhalb von, was weiß ich, einem Monat zu erzielen, mit einer großen Marke oder so, dann gibt es auf die Bar auf die Kralle ein Taui extra oder whatever. Also ich meine, an solchen Positionen, da müssen halt Leute sitzen, die richtig motiviert sind, was Geiles zu machen. Wenn du da einen auf Mindestlohnbasis hinsetzt, der sein Leben und seinen Job hasst, so wie ich meine, so wie die meisten von uns, ja, natürlich funktioniert das dann nicht. Also an so einer Stelle muss einer hocken, der da richtig Bock drauf hat und halt auch weiß, wenn er gute Arbeit leistet, dann kann er da richtig Asche mitmachen. Also er wird quasi an erfolgreichen Aktionen wird er beteiligt. Und an so einer Position macht es ja auch Sinn. Ich meine, grundsätzlich Erfolgsboni ist ja auch nichts Ungewöhnliches. BMW und so weiter, wenn die gute, fette Zahlen schreiben, kriegen die auch alle Erfolgsbonis gezahlt. Also ich meine, das ist ja nicht mal wirklich was Ungewöhnliches, dass du deine Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligst. Aber ich sage mal so, jetzt halt der Typ, der bei mir die Klos putzt, so blöd das auch klingt, oder der Hausmeister oder whatever. Ich meine, klar, wenn der eine gute Arbeit leistet, kann man dem auch ein Weihnachtsgeld und was weiß ich, oder eine Weihnachtskarte oder was weiß ich was schicken. Aber der hat ja gar nicht die Möglichkeit, unseren Umsatz zu skalieren. Der hat ja gar nicht die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass wir im nächsten Quartal 100.000 Euro mehr einnehmen. Aber der Typ, der im Marketing hockt, der hat diese Möglichkeit schon. Der ist literarisch dafür verantwortlich, dass es hoffentlich immer weiter nach oben geht, immer mehr Kohle reinkommt und so weiter. Also so zum Thema Fairness oder so, ich meine, das ist schon was anderes, der Typ, der dafür verantwortlich ist. Ich meine, letztendlich, ja, jede kleine Schraube, und das fängt ja, wie gesagt, das fängt beim Hausmeister oder beim Typ, der die Klos schrubbt, fängt das an und geht bis ganz nach oben. Das schon grundsätzlich, aber dann gibt es halt trotzdem noch ein, zwei Positionen oder ein paar Positionen, die halt schon sehr schlüssellastig sind, wovon er dann schon extrem viel abhängt. Also da würde ich dann schon differenzieren grundsätzlich. Aber wie gesagt, wer auch immer da sitzt oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, der hat offensichtlich ein ganz anderes Mindset. Also ich denke nicht, dass der Typ, der für das Marketing verantwortlich ist, dass der da irgendwelche Boni freischaltet, wenn er einen AI-Trailer von einem Typen kreiert, der Luias jagt und dann Chicken Wings isst. No Download, no Stress. Ich glaube jetzt nicht, dass der... wirkt jetzt nicht wie so ein motivierter Trailer. Ja. I don't know about that. Nee, nichts gegen meinen Boy. Sorry, Phil.